In der letzten Folge unseres kleinen Cubase-Projektes haben wir unsere Spuren sortiert, entsprechend eingefärbt und haben die Spuren sauber geschnitten. Und nun wollen wir uns mit den Effekten in Cubase beschäftigen. Also viel Spaß damit! Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. In unserer heutigen Cubase-Folge soll es wie gesagt um die Effekte in Cubase gehen. Wir wollen uns also die internen und die Send-Effekte anschauen. Was genau das alles ist, das schauen wir uns am besten in unserem Projekt an. Also auf an unser Projekt. So, und da sind wir auch schon in unserem Cubase-Projekt wieder angekommen. Wir haben also letzte Woche unsere einzelnen Stimmen von der Lautstärke her entsprechend nach unserem Geschmack erstmal grob angepasst, haben hier oben unser Panorama verteilt und jetzt möchten wir den einzelnen Spuren entsprechende Effekte zuweisen. Was ich letzte Woche vergessen habe zu zeigen, wie dieser Shaker hier war zum Beispiel von der Aufnahmelautstärke sehr, sehr leise. Jetzt können wir, wenn wir jetzt mal hier in diese Kanaleinstellungen reingehen, gibt es hier einen Regler Vorverstärkung. Und wenn wir den entsprechend aufdrehen, dann haben wir unser Signal entsprechend vorverstärkt, sodass wir dann das Signal sauber hören können. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Effekte in Cubase an und dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt mal hier einen Kanalzug anschauen, wir haben also Insert-Effekte und wir haben Send-Effekte. Die Insert-Effekte, die betreffen nur die eine Spur. Also wir laden einen Effekt und dieser Effekt ist nur für diese eine Spur gültig. Bei den Sendeffekten ist es so, dass mehrere Spuren in einen Effekt reinfahren können. Wir können dort also zum Beispiel einen Hall anlegen und alle Sounds greifen auf diesen Hall zu und werden entsprechend dann in diesen Hall hineingeschickt. Wenn wir jetzt hier mal diese Akustikgitarre uns mal anhören, so habe ich hier mal einen kleinen Chorus. Und habe den Chorus einfach zu 24, 25% mal hinzugemischt. Ja, das gleiche können wir natürlich jetzt auch zum Beispiel mal mit dieser Ukulele machen. Ich habe hier einfach mal einen Phaser-Effekt. Also ihr seht auch nur ganz dezent mal dazu gemischt. Und so kann man sich einfach hier entsprechend ausprobieren. Also wir haben hier eine riesige Palette an Effekten und dann kann man sich ja da einfach mal durchprobieren, was denn nun überall am besten dazu passen würde. Wir haben hier noch eine Rhythmusgitarre, auch hier können wir uns das nochmal kurz anschauen.
Wir können also hier kurz einen Loop setzen mit der Taste P. Setzen wir hier den Loop. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier einen Gitarrenamp. Und hier haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Wir können also hier uns die entsprechende Effekteinheit, wir können die Lautsprecherbestückung entsprechend können hier noch Effekte dazugeben. Wir können die Mikrofonpositionierung können wir entsprechend hier ändern. Wir können zwischen beiden Mikrofonen das Verhältnis ändern. Wir sehen hier also nochmal die komplette Konfiguration für diese ganze Geschichte. Und somit können wir uns jetzt dann die einzelnen Instrumente entsprechend effektieren. Ja, und dann können wir natürlich auch mal einen Hall anlegen. Wir gehen jetzt mal auf diese Rhythmusgitarre, die wir jetzt hier schon haben. Und jetzt können wir sagen, wir wollen noch etwas Hall hinzuhaben. Gehen also jetzt hier wieder auf unsere internen Effekte, suchen uns jetzt mal bewusst den Roomworks SE aus, weil den haben alle Versionen. Und dann kann ich, wenn ich diese Stimme abspiele, kann hier die Halllänge verlängern. Seht, das ist also jetzt total übertrieben. Wir haben hier natürlich auch verschiedene Presets, die wir dann einfach probieren können. Ich mache das jetzt mal ohne das VSD-Effekt. Also ihr seht schon, je mehr ich hier hochdrehe, desto länger wird der Hall, und wenn ich dann im Mix dazu gehe und wir hören hier auch schön, wie das Instrument in den Hintergrund geht, je mehr ich hier Hall dazu gebe. Das ist also dann auch ein wichtiges Werkzeug, wenn wir dann unsere Tiefenstaffelung im Song machen wollen. Je mehr ich dann Hallanteil habe, desto weiter in den Hintergrund kommt natürlich dann das Instrument. Jetzt können wir diesen Hall natürlich nicht nur auf diesen Insert-Effekt anwenden, sondern wir können diesen Hall natürlich auch als Send-Effekt nutzen. So, und dazu legen wir jetzt hier unten einfach mal einen neuen Effektkanal an. Rechte Maustaste, Spur hinzufügen, Effekt. Wir nehmen unseren Roomworks SE, Spur hinzufügen, müssen natürlich jetzt hier diesen Effektkanal solo schalten, damit wir auch hören, was passiert. Wir können uns jetzt mal ein Preset auswählen. Ja, ist eigentlich egal welches. Wichtig ist, diesen Mixregler müssen wir auf 100% stellen, denn wir wollen ja den Effektanteil mit unserem Send-Effekt-Regler regeln. So, und dazu gehen wir jetzt einfach mal wieder in diesen Kanal von dieser Gitarre. Wir haben hier die Insert-Effekte, die können wir mal zuklappen und gehen jetzt hier in die Send-Effekte.
Und wenn wir jetzt hier auf den ersten Slot gehen, dann sehen wir hier oben schon FX1 Roomworks SE. Also unser angelegter Effektkanal von hier unten taucht jetzt hier auf. Wir aktivieren und spielen einfach mal ab. Hier lässt sich noch zwischen Pre- und Post-Fader umschalten. Aber ich lasse es so. So, und jetzt wollen wir natürlich mit unserer Akustikgitarre, die wir hier oben haben, wollen wir auch noch in diesen Hall hineingehen. Also wähle ich meine Akustikgitarre, gehe auf Sendeffekte, wähle hier meinen Roomworks aus. So kann man das natürlich mit mehreren Instrumenten machen. Also wir können auch die Ukulele noch mit hineinschicken. Markieren die Ukulele, gehen wieder auf unsere Sendeffekte, wählen unseren Effekt aus. Ja, und so können wir uns jetzt der Reihe nach natürlich alles entsprechend anpassen. Ja, soweit also zu den Effekten in Cubase. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und ich werde jetzt in unserem Projekt die einzelnen Instrumente effektieren, werde entsprechende Hallräume anlegen und das Ganze schauen wir uns dann beim nächsten Mal einfach nochmal an, ehe es dann an die Gesangsaufnahmen gehen soll. Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.